Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören. Hallo, liebe Sklavis, herzlich willkommen bei Folge 3 von Domina Diaries. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer nächsten Podcast-Folge. Wir sind's wieder für euch, eure zwei versauten kleinen Eure Lady und der Sklave. bleiben wir einfach dabei. Radiosklave ist. Also bleiben wir einfach dabei. Die Lady und der Sklave. Das ist doch auch schön. Wir sind's, Lisa Launes und Benne Schröder. Und wir haben heute was ganz Besonderes, denn es kam tatsächlich eine erste Frage rein über Instagram. Oh, das ist aber toll. Und ich finde sie auch total spannend. Die Carina aus Gelnhausen hat geschrieben und sie fragt: Ich würde total gerne wissen, was ist denn eigentlich ein Klinikprogramm? Und da gibt es sehr viel drüber zu erzählen. Da gibt's ja drüber zu erzählen. Das habe ich schon gelernt. Also du als Domina bietest ja erstmal ganz verschiedene Sachen an, ne? Es gibt da ein riesiges Spektrum. Das hatten wir letzte Folge ja schon. Erzähl noch mal kurz von bis, was gibt's da alles? Also wie gesagt, ich mache ja den schwarzen SM-Bereich und ich mache den Klinikbereich und ich mache den Gummibereich, ja. So, also ich bin Domina, Klinikerin und Rubber Lady, sagt man, ne? Okay, und Klinikerin, das ist wahrscheinlich das, um was es jetzt geht, ne? Was Carina da gefragt hat. Genau. Was unterscheidet überhaupt ein Klinikprogramm von einer normalen Session bei einer Domina? Also im Klinik, man sagt ja auch der weiße Bereich, ja so. Der Klinikbereich hat einfach damit zu tun, dass man Dinge macht, die eine Krankenschwester macht oder eine Ärztin, ja, oder die manche auch im Krankenhaus oder bei einem Arzt erfahren haben, ja. Und sie dann die Erfahrung hatten, dass die manche Dinge geil gemacht haben, ja. Sei es, ob man die Harnröhre dehnt, ja, wenn jemand mit einem Stab reinfährt oder einen Abstrich macht oder, ne, so. Oder wenn jemand auch eine rektale, also sprich Analuntersuchung hat, ja, so. Was man halt beim Arzt so ständig erlebt. Halt beim Arzt so erlegt oder einen Katheter legt, ne, oder wie gesagt, ich mache ja auch Kochsalzaufspritzungen am Sack, an Brustwarzen. Moment. Also Kochsalzaufspritzung. Und was passiert dann? Also, da manche Sklaven wollen gerne einen dickeren Sack haben, ja, oder die wollen, dass der Sack sehr schwer ist, ne? Wow. So, und dann legt man einfach eine Infusion in den Hodensack, ne? Klar. Und dann spritzt man den einfach mit Kochsalz auf, ja, in die gewünschte Lage oder Menge, ja, sagen wir es mal so, dass er schön prall ist oder schön schwer, ja, das kommt immer drauf an, wie viel Haut ein Sack zur Verfügung hat, ne? Es gibt kleine Säcke, die kleine Eier haben und es gibt große Säcke, ja, die richtig hängen und so, da passt natürlich mehr rein wie so ein kleines Säckchen, ne? Ja, also das passiert selten. Ich versuche gerade meine Sprachlosigkeit zu überbrücken. Also krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, worum geht's dabei? Um dieses Ärztin-Patient-Gefühl? Genau, also ich ziehe mir dann auch einen Arztkittel an, ne? Und ich habe dann auch viele Sachen, die eine Ärztin hat, ja, zum Abhören oder Fieberthermometer und so weiter, ne? Und ja, wir sprechen dann vorher die Session ab, die Klinik-Session im Endeffekt, ne? Und nach den Wünschen wird dann die Session dann im Prinzip abgespielt, ne? So, und viele möchten dann zum Beispiel erstmal so eine Untersuchung haben, ja? Und manche, wenn die eine Ärztin anfasst oder so, dann werden manche Männer ja auch geil, ne? So. Und ja, weil sie einfach dieses Erlebnis wiedererleben wollen, was sie vielleicht in der Klinik oder wenn sie als Patient im Krankenhaus lagen oder so, ne? Und sie einen Unfall hatten oder so. Und dann haben sie plötzlich bemerkt, okay, nachdem sie mich untersucht hat, wurde ich geil und bekam Harten, ne? Und um das dann weiterzuführen, kommen sie dann zu mir, um diese Fantasie im Endeffekt auszuleben, ne?
Ich frage dich ja in jeder Folge immer, was du Spezielles, Besonderes, Außergewöhnliches erlebt hast. Wenn wir jetzt mal auf so eine Klinik-Session zurückblicken, fällt dir da eine ein, die ganz besonders war, die echt special war? Ja, aber weißt du, es gibt ja Sachen, die sind special und es gibt Sachen, die sind ekelhaft. Aber es gibt auch special ekelhafte Sachen. Mich würde total special interessieren. Oder gibt es jemand, der, was weiß ich, der 3 Tage bei dir bleiben wollte oder so? Oder? Nein, ich hatte letzte Woche ein Erlebnis gehabt, ne, so, und da kam ein Gast zu mir, ja, und wollte einen Einlauf haben, ja, und ich habe ihm dann einen Einlauf gemacht, ja. Dann, ja, da kommen Leute, die wollen dann einen Einlauf haben, damit sie anal schön gespült sind und gereinigt sind, ne. Ich mache dem dann gerade einen Einlauf, ne, so, und pump 1 Liter Wasser rein in seinen Darm, ne, und hab dann zu ihm gesagt, bitte bleib so lange auf Toilette, bis alles draußen ist, ne. Und er sagt so, ja, ne. Ich ahne Schreckliches. Ich habe jetzt schon eine Vorahnung, dass ich gleich einen Nervenzusammenbruch habe. Na, was glaubst du, was ich hatte wieder, ne? Jedenfalls ging er dann auf Toilette, ne, so, und kam zurück. Und ich habe ihn dann gefragt, bist du dir sicher, dass alles raus ist? Ja, ich glaube schon. Und Ne? das Dann war sag ich, nicht. gut, dann setz dich mal auf den Günststuhl drauf, dann wollen wir mal gucken, ob du anal begehbar jetzt bist. Ne? So, und ich mache ja immer so einen Test vorher. Ne? Ich ziehe mir einen Handschuh an und fass dann erst mal rein Ja. und merk schon, Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und merk schon so, wo ich drin bin, scheiße, ne? Wenn ich jetzt rausziehe, dann haben wir die ganze Sauerei. Oh mein Gott. Ja, auf dem Boden oder in der Auffangschale vom Günststuhl, ne, so. Aber was willst du dann in dieser Situation machen, ne? Aber das ist, also jetzt mal ehrlich, ne, Real Talk, dann ekelst du dich in solchen Natürlich Situationen. ekel ich mich. Ich schimpf dann auch mit den Leuten und sag, ich habe dir doch gerade gesagt, du sollst so lang sitzen bleiben, bis alles draußen ist. Das Problem ist immer, ja, wenn du einen Einlauf machst, ja, die Leute denken dann immer, beim ersten Stoß ist alles draus, ja, und das Fatale beim Einlauf ist, der Einlauf verteilt sich im ganzen Darm, ne, und es ist eben nicht dann alles sofort raus, sondern es kommt noch was nach. Und deswegen sage ich jedem, du bleibst hier mindestens 5 bis 10 Minuten sitzen, vorher brauchst du mir gar nicht mehr kommen, ne. Ja, okay. So, und ja, das sind dann so Erlebnisse der besonderen Art, sag ich mal, die hat man nicht gerne, ne. Wie gehst du damit um? Also Nur im Endeffekt sehe ich es wie eine Altenpflegerin dann, ja, und denk mal so, okay, die anderen, die haben jeden Tag vollgekackte Windeln, ja, und ich habe halt jetzt dieses Erlebnis, ne, ich sag immer, also ich sag dann immer zu denen, so, jetzt nimmst du der Zewa und Lappen, ja, und wisch das alles auf, weil das ist deine Scheiße und ich putz nicht deine Scheiße auf, ne. bist du dann mittlerweile abgestumpft Da einfach? bin ich schon abgestumpft, ja. Also würde ich schon sagen, ja, früher habe ich mich so extrem geekelt, ne? Aber in meinem Job musst du einfach lernen, mit Gerüchen umzugehen, ne? Ich sag mal so, nicht jeder ist ja auch unter seiner Vorhaut blitzeblank, ne? Manche kommen von der Dusche zurück und riechen genauso ekelhaft, wie ich sie in die Dusche geschickt habe. Müssen alle vorher duschen? Natürlich, das ist eine Voraussetzung von mir, ne? Und es gibt leider Gottes Menschen, ja, die schick ich duschen und kommen zurück und stinken genauso wie vorher. Dann sage ich, warst du jetzt gerade duschen? Ja. Das sage ich, aber du stinkst auch noch genauso wie vorher. Ja, dann gehst du noch mal duschen, ne? Weil das Problem ist immer, wenn ich dann diese ganzen Schweißgerüche und so im Studio habe, ich muss dann hinterher erstmal 15 Minuten lüften, dass der ganze Gestank draußen ist, ja, um dann wieder einen neuen Gast empfangen zu können im Prinzip, ja. Und das ist ja für mich, dann gibt's ja so, dann muss der Nächste warten zum Beispiel, ne, bis ich dann wieder sozusagen frei bin, ja, oder muss sagen, du musst 5 Minuten warten, ich muss hier erstmal kurz durchputzen und durchlüften, ne, so. Und ich sprühe dann natürlich auf Raumspray und so, aber ja, dieses Gemisch aus Raumspray und Schweiß oder Scheiße oder so, das merkst du halt dann schon, ne.
Also ich hatte jetzt die Vorstellung, das Klinikprogramm, du hast ja auch schon gesagt, es ist der weiße Bereich. Genau, ne? ja. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es so was ganz Steriles, wirklich Schönes, Sauberes, Ordentliches ist. Aber dann ist es ja auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt vielleicht dieser schwarze SM-Bereich, ist es ja dann ganz anders heftig einfach. Ja, ne? natürlich, klar. In der Klinik macht man ja dann auch Nadelungen an den Brustwarzen oder wie gesagt Aufspritzungen unter den Brustwarzen, um so einen kleinen Druckschmerz zu erzeugen, ja. Und das macht die Leute dann geil. Nicht jeden, aber es gibt nun mal Fetischisten, die da drauf stehen auf solche gewissen Druckschmerzen, ne? Ist deine Rolle, also wie du deine Rolle auslebst, dann anders? Weil eine Ärztin ist ja eher jetzt so, ich sag mal, fürsorglich und so sehr freundlich. Und eine Domina ist ja eher dann auch mal so sehr straight und Naja, das schon. Also das kommt immer drauf an, was für ein Programm gewünscht wird. Ne, so. Weil ich habe auch Leute da, die wollen ja dann zum Beispiel ein Baby sein, ja. Und dann bringen die auch ihre Windeln mit oder ich gebe denen eine Windel, ne? Und dann wollen die da auch reinmachen und wollen gewickelt werden und wie ein Baby behandelt werden, ne? Und das musst du natürlich innerhalb kurzer Zeit umsetzen können, ja, um in diese Rolle dann reinzuswitchen, ne? und dann bist du so eine ganz liebende, warmherzige. Genau, die dann sagt, ach, mein kleines Baby, was hast du denn da in der Windel drin? Da wollen wir mal reinschauen. Nee, wollen wir Hast du ein nicht. kleines Kacki gemacht? Wollen wir wirklich gar nicht. Da wollen wir auf gar keinen Fall reinschauen. Ja, okay, aber das ist wirklich Next Level. Was glaubst du, woher kommt das? Also okay, ich wurde in der Klinik untersucht und fand das dann irgendwie heiß oder so. Das ist ein Gedanke, aber also keiner findet es doch wirklich cool, im Krankenhaus zum Beispiel zu liegen, ne? Also wenn wir jetzt mal so küchenpsychologisch darüber nachdenken, was passiert in Menschen, dass sie Krankenhäuser auf einmal cool finden? Ja, das ist, glaube ich, bei jedem Menschen irgendwie verankert, ne? Der eine, das ist ja genauso wie bei einer Automarke, ne? Ah, okay. Der eine steht eher auf Porsche oder Mercedes und der eine fährt halt mehr ein Hyundai oder wie das heißt. Ja, und die einen wollen dann eher von dir vermöbelt werden und die anderen wollen lieber im Bett liegen und Genau, ja. wollen untersucht also, wie werden. gesagt, jeder, sag ich mal, baut sich seine Session, wie sie ihm gefällt, ne? So, und das ist ja auch, wie gesagt, jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack, ja? Sei es beim Essen, sei es bei den Autos, sei es bei allem eigentlich, ne? Und genauso musst du dir das auch vorstellen, bei mir im Job, ja? Jeder hat so seinen Geschmack, den er gerne mag, ja? Der mag so ungewöhnlich sein für dich vielleicht, ja? Aber für ihn andere. ist das wieder ganz normal. Ja. Okay, aber du bist ja keine, oder vielleicht ist es auch dein großes Geheimnis, du bist nebenbei noch ausgebildete Ärztin oder Krankenschwester oder sonst was. Bist du wahrscheinlich nicht. Du spritzt dann ja Sachen auf. Ja, aber also ich habe ja eine Ausbildung gemacht dafür extra, ja. Okay. Und die Ausbildung ging ja 3 Jahre, ne? So, und das ist ja nicht so, dass ich einfach Dinge mache, die ich nicht kann, ne? Sondern ich habe ja eine Ausbildung genossen und vieles in meinem Job ist nun mal auch Learning by Doing, ja. Jemand zeigt dir was und bildet dich aus und ich muss dazu sagen, ich hatte einen Chefarzt auch, ja, und habe die Ausbildung bei einem Chefarzt genossen. Okay, aber das ist ja wirklich dann cool. Das heißt, du weißt wirklich, was du da machst. Ich weiß genau, was ich tue. Ja. Ich weiß auch, wo die Blutbahnen und so weiter verlaufen, ja, auf was ich zu achten habe und so. Und bei mir ist hinterher noch niemand rausgegangen, wo irgendwie was passiert ist, ne? Aber wie gesagt, das ist auch jahrelange Erfahrung und das muss man auch lernen, ja, damit man genau weiß, wo, wie, was verläuft, ne? Und man muss die menschliche Anatomie kennen. Ja, sonst könnte es ja manchmal sogar dann gefährlich werden, ne? Wenn Leute irgendwas wollen. Also ich habe manchmal Kunden, die kommen zu mir, die waren dann bei anderen Damen, die das sagen, die können das und dann können die das nicht. Und dann sind Leute grün und blau und verstochen und dies und das, ne? Nur weil andere einfach denken, naja, ich nehme jetzt ein bisschen mehr Geld und probier's halt mal, ne? Ja. Und da sind mir halt meine Klienten, sag ich mal, und meine Sklaven sehr dankbar, ja, dass ich halt jemand bin, mit einem großen Erfahrungswert, ja, und dass bei mir solche Sachen einfach nicht passieren und sie sich deswegen in guten Händen fühlen und gut betreut.
Ja, okay. Weil gerade diesen Bereich stelle ich mir so vor, da kann ja auch einfach voll viel Da schiefgehen. kann voll Und viel passieren. kommen dann auch Leute, die dann gerade in diesem Klinikbereich was fordern, wo du sagst, nee, das traue ich mir nicht zu oder das ist gefährlich oder sowas mache ich nicht? Ja, also ich hatte letzte Woche einen, der wollte dann wirklich mit dem Skalpell die Eier in der Mitte aufgeschnitten haben, mein dass ich sie Gott. freilege und so, ne? Und da habe ich einfach zu ihm gesagt, die Verantwortung will ich nicht übernehmen, ja? Nein. So, weil wenn dir hinterher was passiert, ja, dann möchte ich nicht noch eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung. Das ist ja auch tatsächlich Und ein wenn Eingriff. ich aber gewisse Dinge mache, lasse ich die Leute auch Verträge unterschreiben, ne? Ah. Und sag dann auf eigene Gefahr, ne? So, dass hinterher niemand kommen kann und sagen dann, ja, aber ich wollte das gar nicht oder so. Nee, das ist schon so gewollt, ne? Und das muss man dann auch festhalten, ne? Ist das ein grundlegendes Problem, dass Leute manchmal im Anschluss sagen, das wollte ich eigentlich gar nicht? Nein, eigentlich nicht, ne? Und du musst ja auch immer das so sehen. Viele Leute sind ja eigentlich verheiratet und oder in Beziehungen, ne, so, und die können sich das gar nicht erlauben, irgendwas zu machen, ne? Aber das ist natürlich, wenn manchem schon irgendein Scheiß passiert ist, ne, dann muss er natürlich eine Ausrede dafür erfinden, ne? So. Und ich meine, mir ist das ja auch schon passiert, ne? Dass ein Sklave wollte, dass ich ihn grün und blau schlage und hinterher hat er seinen Arsch gesucht und hat dann gesagt, ja, aber so viel wollte ich's ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, du hast doch die ganze Zeit gesagt, ich soll weitermachen. Dann habe ich gesagt, ja, aber was erzähle ich denn jetzt meiner Frau? Dann sage ich, du, am besten lässt du jetzt mal 3 Tage die Unterhose an, setz dich jeden Abend mit deinem Arsch in die Badewanne, das ist es in 3 Tagen weg. Ja, okay, also ich stelle mir gerade den Eberhard vor, der bei dir war und danach dann mit seinem Hodensack nach Hause kommt, der so groß ist wie ein handelsüblicher Müllsack, der halt aufgespritzt ist. Das kannst du ja schlecht verheimlichen am Ende, ne? Ja, aber du musst denken, eine Kochsalzlösung baut sich innerhalb von 24 Stunden, baut die sich ab im Körper und dann ist das alles weg, ja. Also das ist eine Sache von Stunden, ne, und nicht von Tagen, eine Kochsalzausspritzung. Die absorbiert der Körper innerhalb eines Tages. Okay, ja, das sagst du dann wahrscheinlich auch immer, Ja, wenn die Leute natürlich, Angst haben. klar. Ja, okay. So, dann Man muss ja auch Fachwissen haben. ja, also wenn ich dann Angst habe, gerade bei sowas, was ja am Ende in den Körper eingreift, voll wichtig. Jetzt haben wir das Klinikprogramm gehabt, ne? Und dann gab es noch Rubber. Rubber. Hast du gesagt. Sessions, ja. Was ist das? Gummisessions ist, wenn entweder ich mich komplett in Gummi kleide oder ich den Gast, den Sklaven komplett in Gummi kleide, ja, ihn dann in Gummisäcke stecke und so. Die lieben einfach dieses Gefühl des Gummis, weil das ist wie so elektrisierend am Körper und so. Und die genießen einfach, das sind Materialliebhaber, ne? Ja. So, also es gibt ja viele, die mögen die unterschiedlichsten Materialien und die Gummiliebhaber, die lieben einfach das Gummi auf der Haut, ne? Das ist ja wie eine zweite Haut und manchmal ziehe ich jemanden dann einen zweiten Anzug an und noch einen Gummisack drüber und dann fühlt er sich so richtig wie umarmt und so liebevoll gewärmt und so, ja, also die beschreiben mir das ja dann auch so und ich selber habe das ja auch schon gemacht, damit ich weiß, was ich ja auch verkaufe, ne? So, weil ich muss mich ja auch in die Psyche der Leute reinversetzen können, um zu wissen, warum macht er das denn jetzt überhaupt, ne? Was gibt das dem, ja? Und ich muss halt sagen, also ich kann das auch mal machen, aber es wäre jetzt nicht mein Fetisch, für den ich jetzt leben wollte. Es gibt dir ne? das einfach. Es ja. gibt mir halt nicht das, was es den anderen Leuten gibt, aber ich probiere immer alles mal aus, um zu wissen, was derjenige fühlt. Also das soll jetzt aber nicht heißen, ich probiere die Klinikprogramme aus, aber ich meine die Programme wie beim Gummi, dass ich verstehe, was derjenige fühlt in dem Moment. Ne? Ich habe mal ein Video gesehen, da wurde jemand in so einen Gummisack gesteckt und dann wurde quasi die Luft rausgesaugt. Genau. Dass das dann so Das ist ein Vakuum dann. so ganz eng Ganz anlag. fest und Ne? eng, ja. Und das ist so ein Vakuum dann, wo du hast. Und manche kriegen dann nur ein Luftrohr
entweder in die Nasenlöcher oder in den Mund. Ach so, dann ist sogar mit Kopf bist du dann Genau, mit vakuumiert. Kopf bist du vakuumiert, im Prinzip wie bei so einer Frischhaltefolie. Gut, Ne? dann wirst du nicht schlecht. Wäre dann interessant, ob man dann weniger altert vielleicht. Wenn man Also die Hausfrau daheim, ne, die nimmt ihre Melitta-Beutel und ich nehme mal einen Staubsauger und saug ihm dann das Vakuum. Oh ja, nicht schön. Okay. Und das ist dann auch wieder eine Form, also gerade wenn du jetzt sowas hast, ne, wenn wirklich Kopf und alles und Luft raus und so, das ist ja eine ultimative Form der Kontrolle. Ja, absolut. Die sind ja auch bewegungslos dann, ne? Wenn du dieses Vakuum hast, die können sich da drin nicht mehr bewegen, ne? Die sind mir völlig ausgeliefert, ne? Aber wenn ich jemand mit Bondage-Seilen fessel oder so, sind die mir auch ausgeliefert. Also es gibt ja unterschiedliche Arten der Auslieferung, die du dann betreiben kannst, ne? Bondage ist ja auch sowas, das ist ja wie das kann man ja studieren quasi, ne? Da gibt's ja so eine richtige, Wie eine Lehre. ja, da gibt's ja so eine krasse Kunst, wo du dann 47.000 Knoten und kannst jemanden verschnüren wie ein Weihnachtspaket und dann von der Decke baumeln lassen und Genau. was weiß ich nicht alles. Ja, sowas finde ich auch total krass, was man dann am Ende oder was du alles auf dem Kasten haben musst. Ja gut, ich mache jetzt nicht die ganz extremen Bondage, dass sie da von der Wand runterhängen oder so, ne? Ich mache so die normalen Bondage-Sachen, dass ich jemand komplett zu einem Paket verschnüren kann oder so. Ich könnte die auch aufhängen, ja, so. Aber wie gesagt, das sind ja meistens Bondage-Meister, wo das machen. Die leben ja nur dieses eine Fetisch und das ist das Bondage, ne? Ja. Und ich kann das, aber ich kann das nicht wie diese ganzen Meister, wo die dann aufhängen und so. Ich kann dich Bondage komplett verschnüren und alles zum Paket und so, aber ich kann dich jetzt dann nicht, also bei mir kommen die Leute nicht und wollen dann eine Stunde an der Decke hängen, ne? Ja, ist auch anstrengend. Aber das ist auch wieder was, also alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, Klinikprogramm, Rubber, also ich lasse mich einvakuumieren, nehmen wir das mal als Beispiel, oder ich lasse mich verschnüren wie das schönste Weihnachtspaket. Genau. Das muss nicht dann zwingend was Sexuelles haben. Nein. Oder dass dann irgendwie, ne, dass die Leute dann dadurch, ja, keine Ahnung, zum Orgasmus kommen oder Das so. ist ja auch das, ich habe ja auch viele Sklaven, die spritzen gar nicht ab, ne? Für die ist es nur eine Genugtuung, in diesem Zustand zu sein, gefesselt zu sein, ausgeliefert zu sein und einfach dieses Gefühl zu leben und zu spüren, um es zu erhalten einfach auch bei mir, ne? Und die haben da gar keine sexuellen Fantasien auch, ne? Die möchten nur dann ausgeliefert sein und in diesem Zustand sein. Und das gibt ihnen schon die Genugtuung, um dann wieder so ganz entspannt wieder ins Geschäft zu gehen und weiterzuarbeiten, ne? Das ist schon krass, weil du dann so eine ultimative Macht über diese Leute ausübst. Und du sagst, für dich ist es ganz wichtig, dass das Job ist, ne? Und du das ja auch von privat trennst. Aber wenn du jetzt diese Macht hast über Leute, ist das dann schon manchmal reizvoll? Natürlich, Macht ist immer reizvoll, ne? Und es macht ja auch Spaß. Also Macht immer jemanden zu haben, das macht auch Spaß. Das, also ansonsten würde mir der Job auch gar nicht gefallen, ne? Mir gefällt das schon, Menschen zu führen und auch die Macht darüber zu haben, was derjenige jetzt bekommt oder nicht bekommt oder was ich alles mit dem anstelle, ne? Gerade dieses Mann-Frau-Ding ist da, glaube ich, auch ein Riesending, ne? Also es kommen ja hauptsächlich Männer. Ja, aber ich habe auch Paare. Ja. Also es gibt auch viele, die möchten ihre Frau mal dabei haben oder sie haben eine Freundin, die sie mitbringen. Ne, so. Also es gibt die unterschiedlichsten, ja. Dann habe ich ja auch so Gangbang-Geschichten, aber ich glaube, das wäre für heute vielleicht zu viel. Das wäre vielleicht... Wenn ich darüber nachdenke, über was wir heute schon alles gesprochen haben, dann wäre es möglicherweise vielleicht zu viel. Aber trotzdem also das ist ja auch schon wieder so ein gesellschaftliches Ding, ne, dass ein Mann, der gesellschaftlich hier, wenn wir die ganze Geschichte betrachten und so weiter, Frauen stehen immer noch unter Männern, in vielen Ländern immer noch unterdrückt und so weiter. Aber dass die Männer dann, die aus dieser Struktur heraus zu einer Frau kommen, um von der Frau dominiert zu werden. Genau. Und das ist ja dann auch voll spannend, ne? Dass Männer dann sagen, ich widersetze mich diesen Strukturen irgendwie und gebe so Frau. Aber das zeigt ja auch, dass die Männer heutzutage Gott sei Dank immer offener und probierfreudiger werden, ne?
Sagen wir es mal so. Du machst das seit 10 Jahren, den Job. Nimmst du wahr, dass da auch schon was passiert ist? Also, dass seit du das machst, es probierfreudiger wird? Also seit dem Film 50 Shades of Grey, sind viel mehr die Leute offener geworden dafür, ja. Und der Film hat schon nichts mit meinem Job zu tun, aber er hat die Leute dazu bewegt, ja, sich damit darüber sich zu informieren und sich mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Deswegen war der Film und das Buch so ein mega Erfolg. Genau, weil die Leute sind gierig danach. Sind wir doch mal ehrlich. Deswegen hört ihr doch auch zu hier. Genau. Ihr seid doch gierig danach. Es muss ja auch einmal eine ausplaudern, was hier Sache ist, ne? So, und ich meine, das Leben ist ja so facettenreich, ja. Man sollte schon das eine oder andere mal probiert haben, bevor man, sag ich mal, abdankt, ne? Ich habe eine meiner peinlichsten Situationen meines Lebens hängt mit 50 Shades of Grey zusammen. Echt? Ja? Ich hau die jetzt mal kurz raus. Ich war in einem Bäcker morgens um, keine Ahnung, kurz vor 8, es war richtig voll, im sehr beschaulichen Baden-Baden, wo sehr viele ältere, reiche Menschen leben. Ich habe da eine Weile gelebt, habe da gearbeitet und ich war in diesem Bäcker und habe das Hörbuch gehört von 50 Shades of Grey. Und ich stand in dieser Bäckersschlange und habe das gerade gehört und es war gerade halt die härteste, der hat sie da richtig durchgenudelt gerade und das wird ja auch richtig explizit beschrieben. Ja. Und in dem Moment rutschte mir mein Handy irgendwie aus der Hand, der Kopfhöreranschluss glitt heraus und in dem ganzen Bäcker, wo die Omis und Opis standen, schallte dann und er rammte seinen dicken, was weiß ich, rein und nahm mich und ich stöhnte und es ging immer weiter und ich suchte am Boden mein Handy und du warst natürlich rot wie eine Tomate und wärst am liebsten im Erdboden versunken, ne? Es war einfach so furchtbar in dem Moment. Ich bin dann erstmal, 2 Monate nicht mehr in diesen Bäcker gegangen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber auch ich habe natürlich sämtliche 50 Shades of Grey Bücher mir reingezogen und fand's jetzt nicht gut geschrieben, aber diese Faszination ist halt einfach da. Und natürlich. Und das geht ja durch alle Gesellschaftsschichten, ne? Das alle Leute. Ich glaube, das wird noch mehr werden, ne? Jetzt nach unserem Podcast sowieso. Ja, wer weiß, vielleicht kannst du dich ab sofort gar nicht mehr retten. Vielleicht musst du ein Franchise aufmachen oder so. Wer weiß, wir sind gespannt, was passiert, ne? Also wirklich Wahnsinn. Ich habe wieder viel gelernt heute. Das war wirklich einiges. Dafür sind wir da. Was wir mitgenommen haben. Klinikprogramm ist auf jeden Fall was womit ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet hätte, dass das auch so ein Riesending ist und dass dieses Ärztin-Patienten-Ding einfach so eine Dynamik hat. Doch, das ist schon viel gefragt, ne? Wie gesagt, also ich glaube, da müssen wir noch mal drüber reden. Ist das eigentlich teurer? Das würde mich noch interessieren. Ja, das ist ein bisschen teurer. Das kommt immer drauf an, weil das Kochsalz muss ich ja auch kaufen und so. Und die Sachen sind oftmals dann ein bisschen teurer, ne? Also eine normale Stunde plus Material. Genau. Gibt's dann bei dir. Okay, also je abgedrehter, ich sag nicht abgedreht, das ist ja nicht gut, aber so aufwendiger der Wunsch ist, desto teurer wird's. Genau, dann, ne? so kann man sagen, ja. Ja, okay. Leute, liebe Sklavis, wir haben heute wieder richtig viel mitgenommen, viel Neues gelernt, vieles auch, das ist ganz schön heavy war. Also der Typ, der nicht lange genug auf dem Klo war, das hätte ich jetzt nicht. Naja, schön war's, Lisa. Ja, ich fand's auch schön und ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Meldet euch, wenn ihr auch eine Frage habt. Wir nehmen Dinge gerne für euch auseinander, ne? Schreibt uns bei Instagram. Ja, schreibt uns, wir beantworten's, ne? Domina_Diaries und wir hören uns dann ganz bald wieder hier in eurem liebsten Podcast. Bis bald. Genau, bis bald. Domina Diaries mit Lisa Launes und Benne Schröder. Wer leiden will, muss zuhören.